Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer neuen Reaction-Review zum Track Sun Eater von Lorna Shore mit Musikvideo. Wir gucken mal, was die Nicolas Cage der Deathcore-Szene uns so hier serviert. Ich muss ja sagen, ich hatte irgendwie ein zwiespältiges Verhältnis zur Band. Mochte die alten Sachen mit dem McCreary am Gesang nicht. Fand jetzt mit Will Ramos an den Vocals etwas interessanter, aber so 100% gecatcht hat es mich auch nicht. Ich fand, es war irgendwie immer ein bisschen zu viel krasses Geballer. Genau, das erwarte ich auch hier von dem Song. Wobei ich muss sagen, die letzte EP, die hatte schon ihre Momente und diese Mischung aus Death Metal, Deathcore, Black Metal und symphonischen Elementen schon fast, das hat doch irgendwie schon was gehabt für mich. Also die Apokalypse könnte so klingen, ich stelle es mir so vor. Wir gucken uns jetzt mal zusammen das Musikvideo Sun Eater an. Ich habe den Track natürlich noch nicht gehört. Ich würde sagen, ich laber nicht lange um den heißen Brei herum. Ich erwarte fiese Blastbeats, ekelhafte Gollum-Growls, Breakdowns, vielleicht ein melodisches Solo, ähnlich wie To the Hellfire. Bla bla bla, ab geht die Post. Wir schauen mal, was uns hier erwartet. Epischer Chor schon mal. Da weiß man schon, in welche Richtung das geht. Die Atmosphäre, die man so kennt von der Band. Sun Eater. Wer ist hier die Sonne? Der Will, der Ramos, wie auch immer. Okay, klingt wie ein Film-Soundtrack soweit. Okay, nice, dass die Musik kurz Pause gemacht hat für die Vocals, geil. Okay, Tremolo-Picking, Blastbeats. Okay. Hookline. Okay. Erinnert schon ein bisschen an die letzte EP stark, ne? Ich weiß nicht, welcher Track das ist, aber auf der letzten EP gab es, ich glaube, der Titeltrack, der klang so ähnlich. Klingt wie eine Mischung aus all den EP-Tracks. Ich wollte es gerade sagen. Könnte sowas kommen. Schöne Atmosphären, die hier eingefügt werden. Okay, okay, interessant, ja. Hookline. Ja, ich habe das Gefühl, auf Albumlänge ist es ein bisschen too much.
Also der Drummer, der muss wirklich Beine aus Stahl haben. Auch die Gitarristen, Tremolo Picking, shit, all over the place. Alter. Oh, Gitarrensolo. Wow, okay. Ja, das ist eine Tech-Demo. Auf jeden Fall gitarristisch ultra stark. Aber auch mit der nötigen Melodie. Hoffentlich verschluckt er sich jetzt nicht gleich wieder wie bei To the Hellfire. Oh, oh, oh. Wir wissen, was gleich passiert. Oh Gott, come on. Das klingt dreckig. Okay, der Übergang war ein bisschen unpassend, fand ich. Irgendwas hätte da... Okay, das wirkte ein bisschen komisch. Okay. Vielleicht muss man es auch noch ein paar Mal hören. Wobei ich sagen muss, so sehr catchen wie To the Hellfire tut mich das jetzt schon mal nicht. Also... Das ist schon gut, ne? Aber... Ist es ein Track, den ich mir nochmal anhören werde? Vielleicht, wenn das Album dann kommt. Aber... Die Double Bass, ey. Crazy. Okay. Das war der Track Sun Eater von Lorna Shore. Wow. Okay, Video ist relativ unspektakulär, halt so ein Performance-Video. Konzentrieren wir uns eher auf den Song. Sehr viele Blasts, Tremolo-Picking, Double Bass, ohne Ende. Ein sehr interessantes technisches Gitarrensolo, das mir gut gefallen hat, was noch ein bisschen Melodie reingebracht hat. Erinnert sehr stark an die letzten Tracks der EP. Riffmäßig gab es hier irgendwie meiner Meinung nach nichts Besonderes, zumindest nichts, was mich beim ersten Hören irgendwie jetzt gecatcht hätte. Die Parts, die herausstechen, sind natürlich die Breakdowns. Zum Beispiel, bevor der zweite Refrain anfängt, der Breakdown, der da eingestreut wird, den fand ich ganz geil. Der zweite, der natürlich dann wieder super over the top geht. Und da kommen wir auch zum Intro, weil ich finde, Lorna Shore sind mittlerweile wie die Nicolas Cage des Deathcore. So over the top und übertrieben. Ich habe das Gefühl, ja, auf dem Album wird es sehr viel davon geben, sehr viel interessante Lungengeräusche und Tremolo-Picking all over the place. Aber ich habe das Gefühl, man verläuft sich da vielleicht auf lange Sicht und verliert Songwriting aus den Augen. Die Frage ist, kann man überhaupt vernünftige, catchy Songs schreiben, wenn man die ganze Zeit lang blasten muss? Schauen wir mal, was das Album so bringt. Also ich werde auf jeden Fall dafür da sein. Mich interessiert's. Ich werde es mir anhören. Auch wenn ich Angst davor habe, mir 35 Minuten lang oder 40 Minuten lang dieses Geballer zu geben, weil es einen echt, das klopft einem ja wirklich das Gehirn weich. Fand's ganz geil. Will Ramos Vocals natürlich sind... Also ich sag's euch ganz ehrlich, so wie ich das sehe. Also ich bin nicht der Meinung, dass er hier Sachen macht, die noch nie da gewesen sind. Ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der das überabhypt, wenn irgendwie so ein Vocal, so ein Musikbreak kommt und der Sänger sich dann verschluckt und so crazy Geräusche macht. Ich fand das ganz nett, aber es ist für mich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal einer Band. Das Alleinstellungsmerkmal von Lorna Shore ist für mich dann eher das Tremolo-Picking, also der Deathcore, Death Metal in Verbindung mit symphonischen Black Metal Elementen. Das ist für mich so das Alleinstellungsmerkmal. Man könnte sagen, die teilen sich das mit Bands wie Carnifex ein bisschen. Die haben ja auch so einen Blackie-Einfluss.
Ja, finde den Song ganz okay, kickt mich jetzt tatsächlich aber nicht so wirklich. Ich würde mal sagen, um hier nicht immer nur 2 und 3 zu vergeben, ich gebe dem Song einfach mal ganz ketzerisch eine 4 plus. Ist ausreichend. Ich würde sagen, Lorna Shore haben, was man als Fan erwartet, haben sie geliefert, aber auch nicht mehr. Ich hätte mir ein bisschen mehr eine Hook, was Catchiges gewünscht. Die Hookline erinnert mich auch zu sehr an den Titeltrack der EP. Jo, das war es tatsächlich von mir. Hier verlinke ich euch noch 2 andere Videos, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinsappt, ein Like und ein Abo hier lasst. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Finde ich geil. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr das so möchtet. Adios!